der ist drauf. War das der erste? Ja. Dann habe ich das zu gut erklärt. Ich habe zu gut zugehört vielleicht auch noch. Das wird sein. Ja, und das muss an dir, genau, das warst du. Super, geil, weiter geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt. Wie geht Barebow Schießen, also vom Schießstil her? Was sind die Besonderheiten, die 3 wichtigsten Besonderheiten? Das ist A, Besonderheit beim Auszug oder Unterschied. Auszug zum Beispiel, wie ich einen traditionellen Bogen schießen würde. B, geht's um den Anker. Ja. Besonderheit oder Möglichkeiten, besser anders zu ankern. Und zum Shot-Timing, also wie lange dauert der Schuss vom Auszug bis zum Lösen, ist bei einer Stilart wie Barebow, wo man eine relativ harte Zieltechnik benutzt, eben einfach ein bisschen länger. Ne? Was das heißt und so weiter, gibt's jetzt im Anschluss, gedreht im wunderbaren Parcours von Bad Kreuznach zusammen mit der Janina. Was sagst du vorher, bevor du gemessen hast? 28. Auf das Schwein da hinten. Ja. Dann mess nochmal. Musst du nicht sagen. 49,5. Ja klar, ey, das ist fast 50 Meter. Das sieht man doch. Ja, Mann. Frau scheinbar nicht. Kannst du überhaupt so weit schießen? Das werden wir jetzt herausfinden. Wie lange schießt du allgemein Bogen? Ich habe im Juli angefangen. Dieses Jahr? Dieses Jahr, ja. Und im August habe ich meinen ersten eigenen Bogen geholt. Und im Oktober jetzt den Explorer. Ein deutlich zufrieden. Sehr. Nee. Ist nicht drin, ist zu weit. Gehen wir für dich weiter vor, ich schieße von hier, okay? Jo. Ich jetzt 49 Meter, also 50 Meter. Entfernung ein, also hier, ne? Punkt auf der Sehne suchen. Alles kein Problem. Okay. Beschwerdebedingungen. Wenn das vor hinten 50 waren, sind es von hier aber immer noch 40. Ja, aber wenn du jetzt, ich sag mal, dann schießt du ja gerade noch nicht mal ein halbes Jahr, oder? Nee. Rechne gerade. Was haben wir jetzt? 39? Ja. 39,4. 39,4. Yes. Geil. Happy? Immer. Ich treffe immer. Ja, das ist nämlich das. Wenn du happy bist, wenn du triffst, dann bist du bei Barebow schon mal in der richtigen Abteilung, ne? Frei gefunden? Ja. Es geht dem Menschen mit heute. Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Das hast du aber schön gesagt. Und wer zielt, der trifft, ne? Deswegen vielleicht noch mal einen Satz vorab. Warum Barebow? Weil es die einfachste, effektivste und sogar im Wettkampf zugelassene Art ist, mit dem Bogen zu zielen und unheimlich Genauigkeit zu gewinnen. Und auch noch, oh geil, ich schieße wieder runter, ne? Und auch noch eine, wie ich immer sage, Black Magic ins eigene Schießen einzubauen, die es in keiner Bogenklasse sonst gibt, in der man tatsächlich die Art, wie der Pfeil fliegt, beeinflusst, indem man, ich zeige es mal kurz an deinem Bogen, unterschiedlich hoch in die Sehne greift. Kurze Distanz tiefer, hohe Distanz höher am Pfeil, näher am Pfeil, okay? Und
Ich habe das Gefühl, dass das viele Leute anspricht und viele Leute dann in die Verzweiflung treibt, weil das mit dem Schießen nicht klappt. Deswegen heute die 3 Sachen, wo ich sage, wenn die hinhauen, klappt es auch mit dem Barebow. Und das allererste und das vielleicht wichtigste ist die Auszuglänge. Also wie weit ziehe ich den Bogen hinter. 33% Gefälle, ne, darunter. 33% Gefälle. Genau, machen wir jetzt mal ein bisschen off-topic. Nochmal Körperhaltung, darum geht es ja auch bei Bergauf, Bergab. Dass du dieses Ziel überhaupt schießen kannst, ohne dass die Sehne vom Bogen am Körper anstößt. Weil dann kann es nichts werden, okay? Ja. Richtig hinter mit dem Hintern und die Hüfte noch. Hüfte knicken. Nach vorne strecken den Arm, genau, bis die Sehne hier nicht mehr anstößt. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist zu weit ausgezogen. Noch ein bisschen. Nach vorne beugen. Knicken, Arm nach vorne schieben. Exakt, besser. Gut. Kommst aber nicht in einen Auszug, ne, wenn du so weit ausziehst. Nee. Auszuglänger war ja zum Glück war Auszuglänge ja auch das erste richtige Kapitel. Und was man jetzt, das passt auch gut, du kannst ruhig schießen. Ich erzähle. Wenn man einen traditionellen Bogen schießt, ne, neigt man dazu, kannst du mal die Kamera halten, relativ weit auszuziehen. Also gutes Alignment. Gutes Alignment heißt ja in eine Linie kommen, ja, dass der Bogen und ich im Prinzip eine Linie werden. Und das heißt relativ weit ausziehen, okay? Das ist richtig. Bei Barebow und auch, ich finde auch im Gelände allgemein, ist das mit so einem langen Auszug ein zweischneidiges Schwert. Einfach weil du spätestens bergab Körperkontakt kriegst und bergauf die Kraft fehlt, um so weit hinterzuziehen. Und du brauchst eine Kontrolle, wie weit ziehe ich aus. Deswegen sage ich bei Barebow tendenziell kürzer ausziehen. Wie mache ich's? Ich gehe nicht ins Alignment, so sehr wie es geht, sondern ich stehe ein bisschen offener. Also, ich stehe mit den Füßen nicht parallel zum Ziel, so, ein bisschen offener. Also ich drehe mich offen, ich öffne mich zum Ziel. Vielleicht ein Achtel, höchstens ein Viertel Körperumdrehung. Target ist jetzt quasi genau bei euch und ich stehe so zum Ziel. Das heißt, ich ziehe nicht mehr weit, ich ziehe nur noch so weit. Die Sehne ist weiter weg von meinem Körper. Auszug wird ein bisschen kürzer, der Winkel hier, ne, der Arm kommt rum, der Winkel wird anders. Und ich ankere auch nicht, wie beim traditionellen Schießen das oft zu sehen ist, so weit hinten wie es geht, sondern so, dass ich mit der Sehne, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne, bei den Profis und so, oder bei vielen, die Barebow schießen, die haben immer irgendwie die Nase abgeklebt, weil die Sehne davor schnappt. Und das ist auf Dauer so schmerzhaft, das hält man echt nicht aus. Ja? Ich habe das erste Jahr Barebow, habe ich das ganze Gesicht zugeklebt gehabt. Das ist Quatsch. Einfacher ist es, ein Vollauszug weniger, die Nase neben der Sehne, okay? Nicht hier, nicht im Weg, hier. Also aufs Ziel schauen. Das wird auch einfacher, weil ich mich ja zum Ziel hin geöffnet habe. Dann ziehst du halt effektiv, sagen wir mal, um so einen Zoll weniger aus. Brauchst aber auch kürzere Pfeile, sparst wieder Gewicht, kannst einen Wurfarm stärker nehmen und so weiter. Macht nichts, ne? Nicht so weit hinterzerren. Ja, das hat mehrere Nebeneffekte. Also erstens ist das Schritt 1 für Barebow, Auszug so probieren, wie ich es gesagt habe. Und im Gelände, jetzt hier, wo es richtig steil bergab geht, wo wir hier, so, ne, stehen wir da. Wenn ich da bis hinterziehe, ne, so, traditional, wie man einen traditionellen Bogen oft sieht, wie sie geschossen werden. Der untere Teil der Sehne und der Körper bekommen Kontakt. Körperkontakt ist immer tödlich. Ja? Kannst du den Fehler, der das auf den Pfeil auswirkt, kannst du überhaupt nicht berechnen. Das ist halt einfach ein Fehler, ein wilder Fehler. Eigentlich drückt man, wenn ich so mache, drückt man irgendwann den Bogen ungewollt, weil hier unten, ne, drückt man mehr nach oben und so. Lange Geschichte. Gibt viele Sachen, die da Fehler sein können am Ende, kann ich durchschauen.
Wenn du kürzer ausziehst, wird eben auch dieses Körperkontakt zur Sehne entschärft, weil du nicht so weit hinterziehst, okay? Siehst du das? Mhm. Platz zum Körper. Ich sage jetzt nicht, ne, dass man hier nur noch so machen sollte. Ist auch Quatsch. Aber also, wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Kinderbogen in die Hand nimmst, ne, den man gar nicht so weit ausziehen kann. Kinder machen ja immer erstmal so. Und die Kinder machen es ja oft richtig. Weil so kannst du zielen. Ne? Du kannst dann zwar keine Reichweite und keine Power, aber du kannst es genau austarieren. Das ist eigentlich richtig. Das ist sozusagen der Mittelweg zwischen dem, was man so oft sieht. Ich ziehe hier so weit, wie es geht. Ich habe 31 Zoll Auszug und habe dann 45 Pfund auf dem Finger. Das ist richtig. Kann auch was bringen. Kommst du hierher und es geht so steil runter und triffst jemanden, der Barebow verstanden hat, bringst dir nichts mehr. Okay? Deswegen schwer. Vielen Leuten fällt das schwer. Diese Dynamik man nimmt ein bisschen Dynamik aus dem Schuss. Ja, man nimmt ein bisschen Kraft raus und ein bisschen sozusagen cooles Gefühl. Aber für die Präzision ist es gut. Okay? Das war schon Punkt 1. Immer quer. Komm mal. Ja, ich habe Instagram. Hallo? War nicht perfekt, ne? Aber es ist dafür, dass das ist wirklich ein schwerer Schuss. Wir haben dann gemessen, Distanz, also Luftlinie zum Ziel, fast 32 Meter, effektive Distanz zum Schießen, nur 26. So steil ist der Schuss, ja, dass man hier knapp 25, über 20% Distanz abziehen muss. Das ist steil, das ist schwer, aber mit dem richtigen Auszug, und wenn man die Entfernung kennt auch, ne, aber haben wir sie geschummelt, machbar. Ja, kein Rätsel mehr. Es ist einfach, die ganzen Unbekannten sind dann raus. Okay? Weil du eben keinen Körperkontakt mit der Sehne hast und weil du die Entfernung bei Barebow auch noch einstellen kannst. Und wenn du das hinkriegst, dann trifft man eben, dann weiß man auch, dass der Pfeil trifft. Ich bin jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen rechts. Haben auch viel Wind heute. Solche Schüsse habe ich halt auch noch nie selbst geschossen, noch nie gehabt. Das ist ganz ungewohntes Terrain. Ja. Dann mit Barebow sowieso. Ja. Und über mich lachen, wenn ich sage, der Wind geht, als Ausrede. Den kann ich ja jetzt auch verwenden. Ein bisschen offen zum Ziel, kannst du besser knicken. Gut. Der ist drauf. War das der erste? Ja. Dann habe ich das zu gut erklärt. Ich habe es gut zugehört vielleicht auch noch. Das wird sein. Ja, das muss an dir, genau, das warst du. Super, geil, weiter geht's. Oh, das ist auch gut. Auch wieder steil. Also man läuft ja auch nur bergauf und wieder runter. Aber es ist eben so, das Gute ist, wenigstens haben wir ein zweites Kapitel, nämlich Anker. Also, kannst du mal ganz kurz halten. Wenn ich einen traditionellen Bogen schieße, im Vergleich zu Barebow jetzt, ne? Und mit einem Finger über den Pfeil mediterran hier in die Sehne greifen muss, tendiert man logischerweise dazu, relativ hoch zu ankern. Oh. Und weiter auszuziehen. Ja, und weiter auszuziehen, merkst du? Also automatisch, ne? Es ist nicht mal, das ist noch nicht mal böse gemeint, das ist einfach anatomisch auch ein Stück weit so. Hoch zu ankern, damit ich den Pfeil überhaupt so ein bisschen in mein Blickfeld bekomme. Ja? Damit er hier, ich anker ja tief, ich anker ja hier, da ist ja alles zu spät mit irgendwie Relation, Pfeilspitze, Ziel und so, wenn du jetzt so greifst, okay? Dann wärst du ja hier, das ist ja, da musst du ja irgendwie da hinhalten, damit du da oben triffst. Okay? Also, wer aus dem mediterranen Griff kommt, ne? Pfeil zwischen die Finger, ankert tendenziell hoch.
weil es sinnvoll ist auch. Nicht weil es falsch ist, weil es eben auch sinnvoll ist. Wenn ich das mache, passieren bei Barebow jetzt wieder, also tiefer reingreifen, höher reingreifen. Wenn ich das mache, hier oben, ja, das kann man machen, tendenziell, fehlt aber Kraft. Und du willst nicht, dass Kraft fehlt hier oben. Aus dem Grund, weil man einfach länger hinten hält, tendenziell. Das ist aber der dritte Teil, erklären wir gleich. Deswegen bei Barebow ankert man eigentlich tendenziell tiefer. Okay? Alles wird ein bisschen stabiler. Der Anker wird auch fester. Das Release nach hinten, also das Lösen, wird sauberer. Wer Barebow schießt, will präzise schießen. Ja? Das ist der Sinn von der Zieltechnik auch. Das heißt, darauf achten, ausprobieren. Bin ich zu hoch mit dem Anker, treffe ich meine Nase ständig zum Beispiel, oder ich merke zum Beispiel, dass die Stabilität hier fehlt und ich neige zum Creepen. Ja? Also Creep ist, wenn ich ausziehe, aufs Ziel gehe und merke, der Pfeil, der will nach vorne, weil der Bogen mich zusammenzieht. Okay? Das Creep, das kriecht nach vorne. Stabilerer Anker, tiefer. Machen, ja. Mein Tipp ist immer hier Daumenwurzel und Mittelhandknochen vom Zeigefinger bilden hier so ein, wenn man so macht, abklappen, so ein Dreieck. Was passt hier unter den Kiefer? Hier hast du einen ziemlich festen Punkt, da gehst du rein. Und so tief probierst du zu ankern. Okay? Dann hast du zumindest eine Chance, dass dein Auszug auch im Auszug stabil bleibt und du nicht nach vorne gezogen wirst. Wenn du nach vorne gezogen wirst, fehlt dir Zuggewicht oder Anschubweg vom Pfeil, fehlt dir Geschwindigkeit, schießt du zu kurz, effektiv. Der Grund für den hohen Anker, wenn ich so einen mediterranen Griff mache, ist ja, dass ich dann noch ein bisschen zielen kann vielleicht. Oder dass es auch einfacher wird, intuitiv zu schießen. Ja, der Pfeil ist näher am Auge, wenn ich hoch ankere. Auch die intuitiven zielen, nur nicht bewusst. Die übergeben die Aufgabe dem Unterbewussten. Aber die Augen müssen schon eine Relation herstellen können. Bei Barebow hast du jetzt diese Sorge nicht, dass der Pfeil, wenn du weiter unten ankerst, so weit vom Auge weg ist. Dann greifst du eben einfach tief in die Sehne. Jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Target schießen möchte, was sozusagen im 3D maximal weit weg steht, dann greife ich so tief unter dem Pfeil. Upsa. So tief unter dem Pfeil. Wenn ich ein Target schießen möchte, das jetzt zum Beispiel 20 Yards, also so kleine Targets, wo es um Präzision geht, kleine Trefferzonen und so weiter, dann greife ich, jetzt aufgepasst, so tief unter den Pfeil. Und genau genommen, okay, ich meine das Tuning, je weiter ich runtergehe, das wird nicht leichter mit dem Barebow, auch klar, man zieht nur ein bisschen aus der Balance, ja, sag ich mal. Aber theoretisch hast du überhaupt kein Limit, wie weit du hier runter gehst. Und der Effekt, wenn ich so tief gehe, zum Beispiel, ist tiefer Anker und trotzdem ist er frei vom Auge. Okay? Also auch die nahen Ziele halte ich die Pfeilspitze ins Target. Und bei den weiten Zielen, wo ich hier oben reingreife, ist der Pfeil zwar ein bisschen weiter weg, aber die Spitze muss ja trotzdem ins, ne? Das ist ja der Effekt vom Barebow. Die Spitze halte ich trotzdem aufs Target. Das heißt, effektiv halte ich einfach nur den Bogen auch anders. Anderer Abschusswinkel vom Pfeil. Ja? Black Magic. Andere Parabel. Der Pfeil fliegt wirklich anders. Das heißt, du kannst mit einem Barebow einigermaßen eingestellt, aber Technik ist auch nicht das Thema, einigermaßen diese Grundregeln beherzigst und für dich auch anwendbar machst, kriegst du alle Distanzen in den Griff. Die kurzen und die weiten. Du kannst immer zielen, kannst immer mit der Pfeilspitze operieren und du triffst damit auf einer ganz anderen Liga, wie jetzt zum Beispiel, weil es berechenbar wird. Ja? Ich weiß jetzt, vorhin haben wir ja gemessen, ne, Distanz zum Ziel, oder ich kann gut schätzen, ja, sagen wir mal 30 Meter, weiß ich, was ich machen muss. Wenn ich intuitiv schieße, schätze ich schon mal nicht wirklich. Die wenigsten schätzen und auch nicht gut, weil sie es nicht wirklich benutzen können. Das Unterbewusstsein macht ja nachher sowieso irgendwie ein Zielbild draus und sagt, das passt so.
Das heißt, wenn du nicht triffst, hast du nicht wirklich eine Idee, warum nicht. War halt ein Scheißschuss, sagt man dann oft, ne? Ja, war vielleicht aber auch ein Scheißtag, war vielleicht aber auch ein Scheißlicht, hast vielleicht auch nicht gut gestanden. Soll ich so oft Schimpfworte benutzen? Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Anzahl der Variablen, die du nicht, von denen du gar nicht weißt, ob die dann gleich waren, die ist so komplex, dass du nie drauf kommst, was war jetzt falsch. Bei Barebow weißt du, ich habe mich verschätzt. Ist es doch weiter. Okay, oder du spürst, ich stand auch nicht gut, mir hat die Kraft gefehlt oder so. Ne? Solche Sachen kommen dann schon. Aber das sind dann einzelne Variablen. Ja, also die Möglichkeit, mein Trefferbild vorne durch das zu kontrollieren, was ich hier hinten mache, ist ungleich höher. Und der technische Vorteil von einer sich auf die Entfernung einstellenden Flugparabel des Pfeils, die ist sogar mächtiger als alles, was man mit dem Compound mit Visier machen könnte. Lange Geschichte, kommen wir halt nicht mehr dazu. Aber das ist der Zauber. Und damit eben auch so ein bisschen jetzt der Spoiler-Alarm. Wer diesen Zauber von einem intuitiven Stil mag, wo man halt drauf fällt und trifft und sich freut und daneben geht, denkt, ja, boah, ne? Also, das war trotzdem ein schöner Schuss. Der ist in so einer harten Zieltechnik wie Barebow vielleicht falsch. Muss man mal rausfinden. Während jemand, der diese Kontrolle gerne hätte, dass ich weiß, was ich tue, damit ich das dass ich sozusagen hier hinten genau manipulieren kann, damit vorne ein Trefferbild entsteht. Auf meine Distanz, die ich schätze oder messe oder weiß. Der ist im Barebow total richtig und ist tendenziell auch unglücklich damit, wenn er aus so einem Einsteigerkurs Bogenschießen kommt, wo es eigentlich immer intuitiv geschossen wird und sagt, ey, ich sehe doch bei den anderen, die können das viel besser irgendwie. Und ich will auch mehr wissen, wo halte ich ihn hin, wo ziele ich denn hin, damit ich da lande. Und noch ein Spoiler-Alarm, wenn du einmal in eine harte Zieltechnik reingehst, Barebow zum Beispiel. Eigentlich ist Barebow auch die einzige harte Zieltechnik mit einem Bogen, der nur eine Sehne hat. Ne? Bei Compound ist anders mit Visier oder so, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenn du einmal in eine harte Zieltechnik reingehst, wird dir der Weg zurück ins Intuitive tendenziell schwerfallen. Andersrum ist kein Problem. Vom Intuitiven in so eine härtere Zieltechnik reingehen, Gap Shooting oder eben Point of Aim oder eben hier Blankbogen, ja, String Walking, ist deutlich einfacher. Das ist keine Einbahnstraße. Ich kann auch ganz okay intuitiv schießen, aber es wird es auch nicht machen wollen. Irgendwie mir fehlt da einfach was. Ja, ich bin gerne genau und merke aber auch, dass mir durch die harten Zieltechniken dieses einfach mal fliegen lassen, also intuitiv schießen, ja, dass mir das natürlich besonders schwer fällt. Na, ich sage, es ist keine Einbahnstraße, du kannst doch aus einer harten Zieltechnik zurück ins Intuitive, haben es oft bewiesen, haben viele gemacht, aber tendenziell, denke ich, wird es vielen dann so gehen wie mir. Ich weiß wieder verdammt viel Text, lass mich mal überlegen, wir wollten eigentlich sagen, dass der Anker tiefer ist beim Barebow, tendenziell, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mediterran in die Sehne greife. Okay? Und da haben wir nur über den Anker nachgedacht und dann sind wir so weit, ich will nicht sagen abgeschweift, es hängt halt zusammen. Ihr müsst diese Zusammenhänge verstehen. Okay? War das schon Teil 2? Teil 3 habe ich jetzt vergessen, aber zum Glück Notizen gemacht. Offener zum Ziel. 20. Offener zum Ziel stehen. Offener. Mehr nach hinten lehnen als knicken, genau. Fällt ja viel einfacher. Yo, Abpraller am Target. Also der wollte wieder am zurück. Unteren Stück vom Target, aber du warst genau richtig. Also nicht genau richtig, du warst gut, ne? Ey, Wahnsinn. Das muss so alles lernen, wenn man zuhört. Höhe gut, Richtung schlecht. Stehst aber auch nicht offen. Merkst du das? Wenn du jetzt anders stehst, verzieht sich auch die Richtung, ne? Ein bisschen offener stehen und dann lieber so nach hinten, so ein bisschen nach hinten und knicken als nur knicken, okay? Bleibst du vorne stärker.
Fahrer. Runter. Bist ein bisschen tief, ne? Ja, dann fehlt die Auszuglänge. Ja, fehlt dir vielleicht ein bisschen Auszuglänge. Links. Schwer. Links. In der Richtung ist nicht so einfach. Ja, das kommt auch noch irgendwann. Aber die Höhe passt. Höhe passte, ne? Und du hast einen guten Pfeilflug, das heißt, du hast einen guten Schuss gemacht. Erstmal okay, dass das jetzt heute nicht auf Anhieb jedes Mal klappt, ne? Das wäre jetzt auch komisch. Da wäre wieder so ein Moment, wo ich als Zuschauer denken würde, sagen wir mal, wir drücken aber auch nur auf Aufnahme, wenn es gerade gut läuft. Push-Pull. Es ist Wahnsinn, auf was man alles achten muss. Ja. Anker, Winkel, Körperhaltung, Stehen. Beeindruckend. Wenn man das drauf hat, Deswegen ist es auch so ein bisschen, gerade so in der letzten Zeit haben wir ja eigentlich relativ oft den Fall, dass wir nicht mehr sagen, und so geht das Ausziehen und so geht das Greifen in die Sehne, sondern wir haben eigentlich relativ oft den Fall, dass wir im Wesentlichen Zusammenhänge, ich bin zu tief, ich bin zu tief. Da. Nee, der ist super, der Schuss, Richtung klasse. Ich meine, mit dem Explorer habe ich schon geschwärmt genug. Dass wir Zusammenhänge erklären, weil alles mit allem zusammenhängt. Wenn ich eine Sache ändere, ändert sich ja auch alles Mögliche. Ne? Wenn eine Sache nicht klappt, klappt alles Mögliche nicht. Andersrum funktioniert diese Berechnung leider nicht. Ja. Deswegen finde ich gut, dass du das gesagt hast. Es ist komplex. Es ist eine der komplexesten Fähigkeiten, die wir so im Sport abrufen können, Bogenschießen. Gerade wenn man es halt noch nie gemacht hat, ne? Naja, und auch weil du dann auch noch die Technik des Bogens verstehen musst, was passiert, wenn ich was einstelle und so. Und dann geht nur wenn der Bogen einigermaßen schießt, geht ja der ganze Spaß erstmal los mit der Schießtechnik. Also mit dem, wie ich schieße. Nee? Ja, wenn du das mal raus hast. Kann ich nur bestätigen. Finde ich richtig gut, dass wir das nochmal klar gemacht haben, ja. Teil 3. Shot Timing. Wie lange dauert der Schuss? Deswegen sind wir mal an der Scheibe. Nicht nur um zu zeigen, dass man hier auch Feldbogen schießen kann und nicht nur um zu zeigen, dass sie hier ein paar Leute haben, die auch echt treffen. Ne? Alles kaputt. Ja, ist auch Nebensaison. Ne? Aber in der Mitte kaputt. Ne? Also, Bad Kreuznach mag ich sehr. Die wissen eben nicht nur, wie man schießt, die wissen auch, wie man stellt. Das ist halt ein lehrreiches Stück Land, wenn man was über Bogenschießen erfahren möchte. Ne? So, Shot Timing. Wenn ich aus dem Traditionellen komme, hinterziehen, also aufs Ziel schauen, heißt in dem Fall, da ist eine Mitte, ne? Deswegen sind wir an der Scheibe. Da ist eine Mitte. Ich schalte mal den Bogen in die Richtung, ziehe hinter, lass los, bumm. Kurzer Schussablauf. Kurz. Barebow, Zieltechnik. Ich sage immer harte Zieltechnik. Was heißt hart? Hart heißt, ich stelle eine feste Relation her zwischen Pfeilspitze, zum Beispiel hier oder hier oder hier, und da, wo ich treffen möchte. Also hier. Eine feste Relation. Das heißt, ich gehe in einen Auszug und kontrolliere, ob ich richtig bin. Und wenn nicht, korrigiere ich. Dauert länger. Es dauert länger tendenziell. Ja, es gibt auch Leute, die schießen traditionellen Bogen lang, halten lang hinter. Das heißt aber eigentlich nur, dass sie eine Zieltechnik benutzen, in irgendeiner Form. Intuitiv ist das nicht notwendig, genauso wie man ja auch beim Werfen nicht wartet, sondern man wirft einfach und trifft. Ne? So geht intuitiv. Also ich will eine Relation herstellen, ich weiß, 30 Meter. Ich stelle mal jetzt zum Beispiel, ich persönlich würde auf so einer Scheibe dann ein paar Meter mehr mich einstellen mit der Entfernung und die Pfeilspitze drunter halten. Dann will ich aber auch kontrollieren, dass ich hier bin. Ich sehe das. Ja? Und dann kontrolliere ich und korrigiere auch nochmal ein bisschen rüber und über, hoch und runter. Dauert länger. Was heißt das? Das heißt, ich halte den Bogen hinten länger fest.
Jetzt haben wir ja beim Recurve und auch bei sonstigen Bögen mit einer Sehne nur die Besonderheit, dass die kein Let-Off haben, was ich schon oft beklagt habe. Wie zum Beispiel ein Compound. Beim Compound, da stehe ich als mal rum, ne? Das ist wie, das denkt man beim Film, wenn man Film schaut, Foto. Das ist jetzt hier nicht, das geht jetzt hier nicht, ne? Weil es wird dann schon irgendwann schwer. Man will ja auch nicht zusammenfallen und so. Aber tendenziell musst du in der Lage sein, den Bogen im Wesentlichen ohne größere Anstrengungen relativ lange hinten zu halten. Das heißt, in der Regel, wenn ich aus einer anderen Bogendisziplin komme, Zuggewicht runter. Okay? Weiß nicht wie viel, das ist Gefühlssache, du musst halt gut klarkommen. Du willst nicht, dass der Bogen dich zieht, du willst den Bogen ziehen. Ich schieße viel, ich mache sogar Sport noch. Bin jetzt kein Tier, ne? Aber bin fit. Ich schieße nur knapp über 30 Pfund. Und mache das, was ich brauche für 3D, mit der Pfeilgeschwindigkeit über den Pfeil. Weil ich weiß, wie es geht, weil ich die Zusammenhänge verstanden habe. Ne? Das nochmal dazu. Und nicht 45 Pfund oder 50. Wer diese Dynamik möchte, gute Frage, ob der im Barebow so richtig ist. Ne? Wer diesen Widerstand möchte. Es gibt Leute, ich habe einen Kumpel, der ist Speerwerfer. Oder eigentlich 10 Kämpfer. Das ist ein Tier. Ne? Der will das spüren und das soll so ein bisschen schwer aus. Also für ihn ist es ein bisschen schwer, ne? 50 Pfund. Aber er will überhaupt mal, also mit 30 Pfund würde der denken, hier, ich mache Schnipsgummi. Ja? Okay. Dynamik spüren, ja. Den Bogen spüren, so die Kraft spüren. Legitimes Interesse, ja, wir haben viele Möglichkeiten, Bogen zu schießen. Total cool. Bei Barebow würde ich sagen, bist du mit zu viel Zuggewicht eher im Nachteil, weil du dich fertig machst. Ne? Ich habe jetzt bis zum, sagen wir mal, März diesen Jahres habe ich noch ein anderes Setup geschossen, andere Wurfarme, da waren aber auch die noch nicht da und auch der Bogen war noch nicht da. Dann hatte ich dann aber auch in der Länge, ein 19er Mittelteil mit UKs, die haben Nennleistung 38 Pfund. Auf dem 25er hätten sie durch meinen Auszug und durch das kurze effektiv gezogen 45 Pfund. Ja, und es wäre jetzt auch, ich weiß es nicht, also ich habe mich beim Krafttraining eigentlich damals verletzt, aber natürlich sind 45 Pfund, ne, mal eben hinterreisen und loslassen, andere 45 Pfund, wie wenn ich dann hier, so wie ich, ne, sekundenlang im Ziel stehe. Und logischerweise, ja, Verletzung, Abnutzung, also das Volumen der Belastung ist nicht nur die Anzahl Pfund, die der Bogen hinten ausgibt, man müsste die eigentlich nochmal effektiv multiplizieren mit der Zeit, die man ihn hinten festhält. Ja, und da ist, ich sag mal, und Verschleiß ist ja nur ein Thema. Das eigentliche Thema, was wir ja eigentlich wollen, ist korrigieren können. Korrigieren können wir aber auch nur, wenn wir nicht zu sehr A, überfordert sind und B, zu sehr verschleißen. Wir wollen es ja lange machen. Okay? Also harte Zieltechnik, anderes dadurch, ja, ich will korrigieren können, dadurch anderes Shot-Timing, tendenziell längere Zeitspanne zwischen ich ziehe hinter und lass los, tendenziell Zuggewicht runter, damit das in dem Moment schon gut klappt und vor allem auf Dauer auch so bleibt. Ich sag noch, den filmen man nicht, weil er einfach nur steil ist und viel weiter weg wirkt, als er ist. Und schieße den ersten drunter, weil ich dachte, naja, wenn der 30 Meter hat, ne? Die Wahrheit ist, ohne Winkel hast du gemessen mit 36 und wenn du abziehst, die effektiv zu schießende Distanz ist 34. Und dann habe ich einfach den ersten auch wirklich drunter gesemmelt. Und andererseits, wenn ich dann weiß, wie weit es wirklich ist dann der nächste nicht perfekt, aber richtig. Ja. So ein bisschen ist das ja, was wir zeigen wollten. Deswegen hätten wir mal gleich auf Aufnahme gedrückt. Aber so ist das eben. Es passieren Dinge, von denen wir das vorher gar nicht wussten. Tief. Echt? Hm?
Ja, ich glaube, dass die mit einem Setup, ne, und einem, ich sag mal jetzt mal nicht so langen Auszug, brauchst du noch mal ein Update, dass du Geschwindigkeit gewinnst mit dem Pfeil und so. Aber das ist eine andere Geschichte. Können wir messen? Klar. Das sind doch nur 52. Ich habe über den Rücken gesemmelt. Ja, aber das ist dann auch, ne, auch klar. Also theoretisch hätte ich jetzt schon sagen können, nach dem ersten Schuss habe ich ihn verschätzt. Nee, war ein guter Schuss. Merkst ja, wenn was nicht passt am Schuss. Da hätte ich jetzt sagen müssen, ich mache mal 4 Meter, 5 Meter weniger. Aber ich war jetzt auch nicht tierisch hoch, ne? Ich war nur über dem Rücken, so knapp. Und will effektiv auf dem Target vielleicht so tief drunter treffen. Also mache ich jetzt nur ein bisschen weniger. Erst war ich hier mit dem Tab. Jetzt mache ich hier hin mit dem Tab. Push-Pull. Muss schon einen guten Schuss machen auch. Ne? Nee, pass mal auf, wir haben ja eben schon gemerkt bei dem Schwein, dass es für dich viel zu weit ist. Lass uns doch weiter vorgehen. Bringt ja auch nichts. Kannst du nichts. Weißt nur, weil du nicht weißt, wie hoch oder wie viel zu hoch oder wie viel. Du weißt nur, irgendwo ca. 10 Meter vom Target liegt dann irgendwo ein Pfeil. Hier vom Baum, das ist super. Ja, ich habe gleich gelernt, ich habe mich um 4 Meter verschätzt oder so, ne? Und dann anderer Effekt. Yes, siehst du? War jetzt auch ein bisschen näher, aber kannst du eben auch berechnen, was passieren soll. Ja. Ja, anlässlich der Tatsache, dass ja überall Feldbogenscheiben stehen, obwohl wir ja 3D schießen, aber wir könnten auch Feldbogen schießen. Hast du mich eben gefragt, ne? Feldbogen. Ja, Feldbogen ist nämlich genau die gleiche Strategie. Auch wenn ich 3D schieße, lerne ich dort viel. Dann nehme ich auch eine Variable raus, die ich beim 3D ja eigentlich nicht kenne, nämlich wie weit es zum Ziel ist. Mit dem Ziel für mich selber, dass ich dann schon mal weiß, an Verschätzen hat es nicht gelegen, wenn ich nicht treffe. Okay. Dann wird die ganze Gleichung weniger komplex, woran es gelegen haben könnte. Deswegen sozusagen als Bonustipp und cool, dass du es angesprochen hast. Ja. Feldbogen ist natürlich für 3D eine prima Schule. Ja. Ich habe damals gesagt, auf Dauer genauer. Wer auf Dauer genauer werden will, schießt auch mal zwischendurch so eine Feldrunde. Erstens sind es auch krasse Distanzen bis 80 Yard. Auch ganz kurze Distanzen, auch kürzer als im 3D. Okay, es ist nur eine Scheibe, es ist jetzt nicht ganz so geckig wie dieses 3D. Aber vom Anspruch her ist es gigantisch und von dem Lerneffekt ist es toll. Das denke ich mir. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr was mitgenommen habt und was da lasst. Und wir uns bald wiedersehen.